Hallo, mein Name ist Artur Cevik. Willkommen bei dem vierten Teil des Tutorials zur Tickl's Quicker Entwicklungsumgebung, diesmal auf Deutsch und mit Übersetzung als Untertitel in anderen Sprachen. Dieses Mal werde ich über die zusätzlichen Funktionen des Entwicklungsumgebungs sprechen, kleine Funktionalitäten, die das Editieren erreichen, die das Navigieren, Code erreichen. Wir fangen an mit der Suche. Es gibt ein allgemeines Suchdialog. Ich selektiere erstmal etwas. Dieses Dialog ist eigentlich typischer Suchdialog. Man kann da Text eingeben, man kann eingeben, wie es gesucht sein sollte, also regulären Ausdrücken, ganze Wörter oder einfach Text, ob es Klein-Großschreibung Unterschiede gibt. Noch was Spezielles ist, man kann den Kontext, also Bereich, in dem gesucht werden soll, ein bisschen einschränken. Wie es sein soll, hängt davon, was man in den Component Browser selektiert hat. Also man kann entweder in ganzen Code suchen oder nur in dem selektierten Komponente oder nur in dem selektierten Typ. Ich mache jetzt nur den selektierten Typ. Suche. Es erscheint so ein Suchzusatzfenster, Suchbereich. Hier kann man klicken und sich dann die Methode anzeigen, in dem diesen Suchbegriff vorhanden war. Und es wird auch ein bisschen hervorgehoben. Ich kann nach was anderem suchen. Jetzt mache ich Bereich auf alles. Zum Beispiel das Wort wird bestimmt oft vorkommen. Wieder Suche. Ja, stimmt, kommt öfter vor. Und so kann man dann nach interessanten Codeteilen suchen. Die Suche hat eine Geschichte, also man kann immer zurückkommen und man kann die Suche auch in einem anderen Fenster auslagern. Das ist mit diesem Button. Da kommt so ein kleines Fensterchen, wo man nur die Liste hat und direkt eigentlich die Methoden anzeigen kann. Was noch in diesem Kontext vielleicht zu erwähnen wäre, ist, dass man jetzt zusätzliche Tabs sich erzeugen kann und so also mehrfach sich den Code anzeigen kann und dadurch eigentlich besser was darstellen könnte. Was besonders dabei ist, wenn man jetzt in einem Editor eine Änderung macht, ich schreibe jetzt gerade einen Zusatzbuchstabe, erscheint hier ein Sternchen und wenn man jetzt sich was anzeigt, dann wird automatisch ein neues Tab angezeigt. Also dadurch wird quasi diese eigene Änderung geht nicht verloren. Die Tabs kann man wieder schließen. Auch hier kann ich schließen. Dann kommt so ein Bestätigungsdialog noch dazu. Das sind aber nicht alle Suchmöglichkeiten. Es gibt noch andere, die man jetzt direkt aus Menüs erreichen kann. Zum Beispiel, ich interessiere mich für die Frage, wer die Methode voraufrufen kann. Dann kann ich das direkt aus dem Menü machen. Suche nach dem Sender, also nach dem Aufrufer. Und in dem Kontext des Komponente kann ich sehen, da wurde Methode bar gefunden und diese ruft die Methode vor. So etwas Ähnliches kann man auch machen. Suche die Objekte, die gleichen Namen haben. Also suche Methoden, die den gleichen Namen haben. Zum Beispiel, ich will suchen, welche Klasse noch die Methode script implementieren. Da kriegt man Search Implementers. Es gibt nur 2 davon. Dann sowas Ähnliches kann man für die Komponenten machen. Suche alle Methoden, die diese Klasse referenzieren. Suche Referenzen. Und auch hier kann man viel finden, wo die Klasse benutzt wird. Dann kann man noch nach den Klassen selber suchen. Hier einen speziellen Dialog, wo man jetzt
auch Teil des Begriffes eintippen kann und direkt die passende Klassennamen bekommt. Und sowas Ähnliches gibt es auch für die Methodennamen. Also ich suche zum Beispiel eine Methode, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber sie hat auch Save in den Namen. Und so kann ich das schnell finden und auch editieren. In diesem Zusammenhang ist auch diese zwei kleine Buttons sind interessant. Wenn man jetzt viel sucht, will man vielleicht auch zurück was finden. Das kann man damit machen. Und dann gibt es noch einen Button, wo man jetzt zu den letzten editierten Methoden springen kann. Zu navigieren im Code gehört auch Anzeige von Klassenhierarchien. Das kann man machen, indem man hier durch ein Kontextmenü einen Punkt Open Hierarchy klickt. Da kommt auch wieder so ein Panel. Jetzt sieht man, von welchen Objekten diese Klasse TickleModeEdit erbt. Weil das Mehrfachvererbung ist, ist das so, dass die Elternobjekte tiefer in der Hierarchie sind. Also die Wurzelklasse ist Text und dann davor Editor, bis man davon kommt. Da gibt es kleine Umschaltung. Man kann entweder die Elternklassen anzeigen, aber auch die Kinderklassen. Also man sieht, von dieser Klasse erben dann 3 andere Klassen. Auch hier kann man jetzt auch eine Anzeigehistorie und auch kann man auch diese Anzeige in anderen Fenster auslagern. Jetzt kommen wir zu weiteren kleinen Helfer des Programmierers, das ist Codevervollständigung. Es ist nicht so ausgeprägt wie anderen Tools, aber trotzdem eine gute Hilfe. Zuerst funktioniert das für die Variablen. Also wenn man jetzt eine Variable in einer Methode definiert hat, kann man immer diese Variable vervollständigen. Soweit man jetzt ein Dollarzeichen schreibt, kann man dann sehen, welche Variablen da sind. Also das sind jetzt zum Beispiel die Instanzvariable, Parameter oder auch lokale Variable, die schon definiert ist. Also man kann darauf zugreifen. Das bezieht sich auch auf die bekannten, alle Prozeduren, Tickle-Prozeduren, sowohl die definierten als auch die zur Bibliothek gehören, zum Beispiel String. Und für diejenigen, die zu Tickle-Funktionsumfang gehören, kann man auch die Subkommandos anzeigen. Man kann jetzt etwas schreiben oder auch bei regulär Ausdrücken, man kann sich auch die Optionen anzeigen. Das funktioniert auch für die Klassenmethoden, also für mich selbst, und auch die Klassen selbst und auch die Klassenmethoden. Ich habe jetzt eine Klassenmethode definiert. Ich zeige die vielleicht. Ja, da kann man sehen, das ist eine Klassenmethode und ich kann die dann, die Codevervollständigung arbeitet auch für die Klassenmethode. Da sind wir wieder am Ende des 4. Teil des TickleSqueak Tutorials eingelangt. Ich habe über die Syntaxvervollständigung, über die Suche in dem Tool gesprochen. In dem nächsten Teil werde ich über die eingebaute Syntaxüberprüfung sprechen.